In einer bemerkenswerten Discord-Aussprache haben sich ehemalige Ubisoft-Mitarbeiter des Die Siedler-Teams den verbleibenden Fans geöffnet und aus dem Nähkästchen geplaudert. Dabei schildern sie nicht nur eine toxische Unternehmenskultur, sondern erklären auch ausführlich, warum die Siedler Neue Allianzen nie eine Chance hatte und krachend scheitern musste. Heute also voraussichtlich der letzte finale Akt zu einem Spiel, zu dem vermeintlich bereits alles gesagt wurde und welches vermeintlich den finalen unrühmlichen Endpunkt für eine deutsche Kult-Videospielemarke darstellt. Bevor wir beginnen, noch kurz der Hinweis zur Transparenz, dass ich in diesem Video immer nur vom Die Siedler-Team sprechen werde, denn auf Wunsch aller Beteiligten möchten diese nicht namentlich genannt werden, um sich nicht eine mögliche Zukunft in der Gaming-Branche zu verbauen, was ich natürlich respektiere. Des Weiteren erfolgt die Aussprache erst jetzt, damit im Stichtag 1.10.2025 die letzten Kündigungsfristen durch sind und sich die Personen somit nicht mehr an den allgemeinen Ubisoft-Maulkorb halten müssen. Dass es Anfang des Jahres in Düsseldorf zu Massenentlassungen kam, darüber habe ich euch ja schon ausführlich berichtet. Dass es hierbei vor allem das Die Siedler-Team erwischte, war bisher nicht zu 100% bestätigt, kann aber jetzt als Fakt abgehakt werden. Dass der ein oder andere noch bei Ubisoft arbeitet, ist theoretisch möglich, wenn er oder sie es rechtzeitig intern in ein anderes Projekt geschafft hat. Ein Die Siedler-Team in Düsseldorf gibt es aber somit nicht mehr, beziehungsweise falls doch, nicht mehr mit den bisher am Franchise beteiligten Personen. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die Siedler Neue Allianzen keinen Support mehr erhalten wird. Wer also noch auf ein weiteres Content-Update hoffte, hat nun zumindest Gewissheit, hier kommt garantiert gar nichts mehr. Dass man generell mit der ehemaligen deutschen Kultmarke gebrochen hat, konnte man auch vor kurzem mit dem medienwirksamen Verkauf von Die Siedler Online an Kipsoft erahnen, welche in diesem Zug alle beteiligten Mitarbeiter übernommen haben. The Kingdom of Anteria, one of the most fascinating travel destinations. Zurück im Jahr 2016 steht Ubisoft vor einem Scherbenhaufen. Ein mögliches Die Siedler 8 wird schon weit vor Release von Presse und Fans derart verrissen, dass man die Produktion am Titel früh abbricht und die Reste in Champions of Anteria verwurstelt, welches die meisten von euch zu Recht nie gespielt haben. Nach fast genau 25 Jahren kommen die Siedler wieder zurück und schlagen mit extrem hohem Wuselfaktor, viel altbewährtem und vielen Überraschungen ein neues Kapitel in der Spielereihe auf. Ein völlig neuer Ansatz muss also her, weswegen man back to the roots geht und den Erfinder der Serie zurück ins Boot holt, welcher der Marke mit einem kompletten Reboot neues Leben einhauchen soll. Volker Wertig. Wir werden die besten Sachen, die man aus den alten Siedlerteilen kennt, neu verpacken. Wir machen Innovationen auf jedes dieser einzelnen Spielsysteme und wir fügen eine ganze Menge neue Spielsysteme in das Spiel ein. Also zum Beispiel gibt es ein Ehrensystem als mit alternativen Gewinnmethoden. Außerdem machen wir Straßenverkehr. Es gibt Vehikel, die Waren transportieren können. Das heißt, mehrere Waren können gleichzeitig mit einem Vehikel transportiert werden. Und damit wird natürlich die Logistik ein ganz neues Thema in Siedler. Was schlussendlich daraus geworden ist, haben wir unlängst behandelt. Die Kommunikation zwischen Envision Entertainment und diversen Ubisoft-Teams, welche fast ausschließlich remote erfolgte, gestaltete sich über weite Strecken schwierig und ineffektiv. Zudem wurde die von Wertig vorgesehene Spielidee, welche ihr heute fast 1:1 in Pioneers of Pagonia spielen könnt, des Öfteren von der Ubisoft-Chefetage mit wilden Forderungen torpediert. So sollte das neue Siedler nicht nur ein Siedler für alle Fans werden, sondern vor allem ein Siedler, mit dem Ubisoft viel Geld verdienen kann. Dinge wie ein Ingame-Shop, eine extra fürs Spiel entworfene Währung und die Möglichkeit, euer Mutterschiff für Echtgeld zwischen den Missionen auszubauen, mussten zwingend integriert werden. Das Die Siedler-Team beschreibt die dann 2019 für Presse und einige wenige auserwählte Fans anspielbare erste Version als nur in der ersten Stunde spielbar. Mehr hatte man angeblich nicht, funktionsfähig und hat dies entsprechend nie öffentlich gezeigt. Für das weitere Spiel lagen zwar Konzepte vor, diese hätten aber in internen Tests nie funktioniert. Genannt werden hier zum Beispiel die Arena-Kämpfe, die nie wirklich vorgestellte Glaubensmechanik und das langweilige Kampfsystem. Zerbrochen ist das Projekt aber dann schlussendlich an ganz banalen Forderungen der Fans und der Tester, die immer gleich waren.
Es müsse mehr als ein Volk geben, ein Karteneditor wurde gewünscht, sowie ja, auch ich wollte unbedingt ein klassisches RTS-Kampfsystem. Entscheidungen werden bei Ubisoft aber nicht nur vom Creative Director vorgegeben, sondern ganz oben von in der Regel themenfremden Personen entschieden. Generell scheint hier von den höheren Ubisoftlern des Öfteren Einfluss auf das Projekt genommen worden zu sein, weswegen man bei Envision bekanntlich auch irgendwann die Schnauze voll hatte. Die Perspektive von Volker Wertig habe ich euch hierzu schon vor längerer Zeit aufgearbeitet, schaut also gerne mal rein. Für den Gesamtüberblick sicherlich interessant. Willkommen bei Die Siedler. Jedenfalls, ab hier wurde die Entwicklung des neuen Die Siedlers quasi auf Null zurückgesetzt. Ein kleines, einstelliges Team, welches maximal kurzfristig auf 30 Personen aufgeblasen wurde, hatte die undankbare Aufgabe, die Reste der Mega-Entwicklung, an deren Spitze weit über 100 Personen gleichzeitig mitwirkten, in ein RTS umzubauen. Ziel war es, nur noch den Millionenschaden so weit wie möglich abzufedern und das in maximal 2 Jahren ohne jegliches Budget. Zumindest eine Inspirationsquelle war auch schnell gefunden, nämlich die beiden in 2000 und 2001 auf der Zocker Lounge ausgetragenen Die Siedler 4 Turniere mit weit über 100 Spielern. Quasi bin ich also in gewisser Weise mitschuld. Während der nun gestarteten Entwicklung von neuen Allianzen musste man früh schwere Entscheidungen treffen und gleichzeitig viele Elemente wie das Wabensystem aus dem Vorgängerprojekt übernehmen. Hinzu kam ein von Ubisoft befohlener Maulkorb, der den Devs zwar das Mitlesen bei den Spielern, also den späteren Kunden, erlaubte, einen Kontakt aber strikt nicht gestattete. Wichtiges notwendiges Feedback mit der Kernzielgruppe, den vermeintlichen Siedler 3 und 4 Spielern, konnte hier dementsprechend nicht eingeholt werden. Schnell machten sich auch Engine-Limitationen bemerkbar, welche sich vor allem am viel zu geringen Einheitenlimit bemerkbar machten und auch damit zu tun hatten, dass das Spiel später zwingend auf einer Nintendo Switch laufen musste. Generell gab es für jeden Aspekt des Spiels maximal eine Person. Einen Storywriter für die Singleplayer-Kampagne gab es hingegen gar nicht. Kein Wunder also, dass die erzählte Geschichte auf einen Bierdeckel passt und bei näherer Betrachtung vorn und hinten keinen Sinn ergibt. All das führte zu einem heute legendär schlechten Closed-Beta-Test, in dem man ein Siedler-Match dank fehlender Funktionen unter 10 Minuten beenden konnte. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die legendären Raketenochsen. Daraus wiederum wurde das Spiel nochmals um ein Jahr verschoben, wichtige Zeit, die das Team aber schon vorher gebraucht hätte, weswegen hier erneut nur Schadensbegrenzung betrieben werden konnte. Die Deadline zu Release war sogar so knapp, dass es gar keinen Goldstatus für das Spiel gab. Es war zu Release schlicht unfertig, was auch ein hastig hinterhergeschobener Day-One-Patch nicht retten konnte. Dank katastrophaler Vorverkaufszahlen wurde außerdem schon vor Release jeglicher DLC-Content für das Spiel gestrichen und von einer Retail-Version gleich ganz abgesehen. Weitere Gebäude und die eine oder andere Warenkette schafften es nur nachträglich ins Spiel, da man diese während der Portierung auf die Konsolen nebenher einbauen konnte. Natürlich rechtfertigten auch die generierten Einnahmen aus dem Ingame-Shop keinerlei Weiterentwicklung. Dem Die Siedler-Team war auch klar, dass dem Spiel, welches so extrem auf den Multiplayer fokussiert wurde, ein Spectator-Modus und eine 3-gegen-3-Variante fehlte, musste aber auch hier bewusst darauf verzichten, um die so gewonnene Zeit lieber noch ins Bugfixing stecken zu können. Deshalb fehlen heute auch ganz banale Dinge wie ein funktionierendes Matchmaking und erklären, warum es nur eine Handvoll Karten gibt. Was bleibt ist, dass den Entwicklern zu jedem Zeitpunkt klar war, dass sie keine Chance haben würden und sie einer Deadline entgegenarbeiten mussten, ohne jeglichen Support von Seiten Ubisoft zu erhalten. Als Dankeschön gab es dann Anfang des Jahres die Kündigung.